Hi, hier ist Affinity Jack. Und heute zeige ich euch, wie man mit Affinity eine Fine Art Aufnahme bearbeitet. Zunächst eine kleine Vorbemerkung. Und zwar gibt es Neuerungen bei Affinity. Ich habe jetzt auch gesagt, ich bearbeite mit Affinity und nicht mit Affinity Photo, denn es gibt eine neue Version Affinity 3. Also genau genommen hat die gar nicht einen richtigen Namen. Die heißt einfach Affinity. Und da hat sich einiges verändert, was ich anhand dieses Tutorials an einigen Punkten so ein bisschen zeigen werde. Zunächst einmal, wer bisher noch zögert, sich diese neue Version runterzuladen, sie ist kostenlos. Und zwar ohne Wenn und Aber. Diese Version beinhaltet nicht einfach nur zum Beispiel Affinity Photo, womit ich hier im Prinzip immer arbeite. Das heißt dann jetzt Affinity mit dem Panel Pixel. Dann gab es ja noch Affinity Designer, das ist jetzt Vector. Und dann gab es noch Affinity Publisher, das ist Layout. Das Ganze ist jetzt hier in einem Studio-Panel vereint zu einer Software. Man kann also einfach hin und her wechseln mit ein und dem gleichen Projekt. Für Mac-Benutzer, diese neue Software ist bisher nicht im App Store drin, sondern man muss auf die Webseite gehen. Es gibt auch eine kostenpflichtige Komponente von Affinity. Das ist dieses vierte Panel. Hier geht es um künstliche Intelligenz. Ihr könnt euch das, wenn ihr wollt, auf der Website ansehen. Nur zur Info, ich benutze es zumindest bisher nicht. Ich habe also wirklich hier die kostenfreie Version. Jedenfalls zeige ich hier jetzt praktisch schon diese erste Neuerung auch in der Optik. Also es gibt ein neues Logo. Ich blende mal ein, wie das vorher aussah, denn vorher waren ja hier die Personas. Die findet man jetzt natürlich immer noch, aber an anderer Stelle. Also auch das werde ich zeigen. Verändert hat sich auch die Werkzeugleiste. Die ist jetzt mit etwas anderen Symbolen. Teilweise passiert auch ein bisschen was anderes, werde ich auch zeigen. Auf jeden Fall ist es alles so monochrom, nicht mehr so farbig. Und was noch neu ist, also auf den ersten Blick schon neu ist, diese Leiste, hier haben sich nicht nur die Symbole leicht verändert, etwas moderner geworden, sondern sie sind in einer anderen Reihenfolge. Da habe ich jetzt persönlich immer noch die Umstellungsschwierigkeiten, dass ich an die falsche Stelle klicken will. Also dann zeige ich mal Affinity Photo Version 3 oder Studio, wie immer man es jetzt nennen will, anhand von diesem Projekt. Hier war ich in Berlin, das ist die Spree und die Kronprinzenbrücke und die wollte ich mal so in Fine Art Manier festhalten. So, was ist Fine Art? Es ist keine normale Art der Fotografie. Man bildet nicht dokumentarisch eine Situation ab, sondern man versucht, die so zu gestalten, wie man selbst diesen Ort gern sehen möchte. Also insofern ist es eine Geschmacksfrage, ist eine bestimmte Kunstform und die gibt es auch in unterschiedlichen Stilrichtungen. Vielleicht werde ich davon auch noch andere mal zeigen, weil mir gefällt sowas. Auf jeden Fall zeige ich jetzt hier eine Variante davon. Schon in der unbearbeiteten Form sieht man doch so ein bisschen was. Nämlich, ich habe sehr lange belichtet. Also dieses Wasser ist ein fließender Fluss, also natürlich ist das unruhig. Aber nicht nur das, um praktisch glattes Wasser zu kriegen, also möglichst wenig störende Objekte und dass man hier keine Autos sieht und keine Fußgänger. Also hier ist eine Ampel, hier stauen sich Autos normalerweise. Hier stauen sich Autos. In einer Tour laufen hier Fußgänger lang. Die hätte man ja eigentlich, wenn man es nicht ganz früh morgens macht, auf dem Foto. Also habe ich eine Langzeitbelichtung gemacht, über 4 Minuten. Ich habe es auch mit 8 Minuten experimentiert und so, aber 4 Minuten haben dann jetzt gereicht, weil dann habe ich noch so ein klein bisschen Wolken drin. Personen und Autos sind weg. Das Wasser ist glatt. Und in diesen 4 Minuten ist, glaube ich, 3-mal ein Ausflugsdampfer durchs Bild gefahren, der jetzt unsichtbar ist, wo man aber noch so ein bisschen hier diese Fahrspur sieht. Also, dann fange ich mal mit der Bearbeitung an. Zunächst möchte ich das Ganze zuschneiden, YouTube-typisch für Thumbnail im 16:9 Format. Also die neue Symbolleiste, in diesem Punkt sieht sie eigentlich noch aus wie die alte. Es ist noch meine letzte Einstellung aktiviert. Ansonsten würde man hier sich eine aussuchen, wie man sie haben will. 16:9. Und jetzt ziehe ich mir so wie auch in der alten Version einfach das dorthin, wo ich es haben will. Also ich sehe hier, die hakt nicht ein. Also diese magnetische Ausrichtung ist noch nicht aktiviert. Die ist hier oben. Einmal anklicken. Und wenn ich jetzt hier rangehe, dann macht es so Klick und wird auch durch die Hilfslinien angezeigt, dass man jetzt exakt diesen Punkt erreicht hat. Damit habe ich erreicht, dass ich hier unten diese Mauer schon so gut wie weg habe. Ich habe nur so ein ganz klein bisschen noch, kann ich ja so und dann ist sie weg. Jetzt habe ich so minimal eine Verzeichnung, ist nicht ganz gerade, wenn ich mir hier den Verlauf der Fenster ansehe,
Das würde ich dann jetzt mal gerade ziehen. Und hier geht schon los mit der ersten Neuerung. Also man kann als Hinweis die alten Wege immer noch nehmen. Ich denke jetzt an den Filter, Live-Filter, perspektivische Verzerrung. Der ist hier. Achtung, jetzt ist er nicht mehr rechts außen wie früher, jetzt ist er eben hier. Und da hat man nach wie vor diesen Filter Perspektive. Ich klicke den mal kurz an, aber zeige gleich einen anderen Weg. So, jetzt hätte man also diese Anfasser, das Menü und würde loslegen. Aber ich lösche das mal und zeige jetzt eine neue Variante, wie Affinity vorgeht. Also man sieht jetzt schon, es hat sich um was getan. Eben stand hier noch ein Pfeil, nämlich das Verschiebewerkzeug. Und das ist nämlich auch schon die Lösung. Hier ist ja ein Kontextpfeil. Wenn man hier also rauf geht, bekommt man weitere Möglichkeiten. Und das ist auch non-destruktiv. Wir sehen sofort, ein Live-Filter schaltet sich ein. Also alles, was man jetzt verändert, ist auch nachträglich wieder korrigierbar. Also ich ziehe jetzt einfach mal unten den Punkt so ein bisschen so lange, bis die Fensterflucht gerade ist. Das war schon. Im nächsten Schritt möchte ich ein bisschen Licht da rausnehmen. Und zwar, ich zoome mal ran, ich denke hier an diesen Bereich, hier dieser helle Stein, also er ist noch nicht ausgebrannt, aber wenn ich jetzt gleich mit der Bearbeitung losgehe, wo ich ja extreme Kontraste unter anderem einbringen will, würde es ausbrennen. Also will ich hier schon mal im Vorfeld Lichter retten und das mache ich mit dem Live-Filter, Lichter und Schatten. Also ich achte jetzt wirklich auf diese Lichterbereiche und ziehe die Stärke des Lichts runter. In meinem Fall gehe ich wirklich mal auf 100%, obwohl jetzt natürlich auch so ein paar komische Sachen passieren. Nämlich das hier zum Beispiel, jetzt sieht man, dass der Stein eben auch schmutzig ist. Aber nachher, wenn ich den Kontrast erhöhe, wird es wieder heller. Also insofern nehme ich mal das und gucken uns jetzt schon mal die erste Veränderung im Ganzen an. Sehr schön. Fine Art Fotografie ist oft, also nicht immer, ich zeige jetzt hier mal eine Variante, ist oft im Schwarz-Weiß. Dazu werde ich noch Tutorials wahrscheinlich zeigen, aber hier lasse ich noch Farbe drin. Aber trotzdem möchte ich nicht diese bunten, kräftigen Farben wie jetzt drin haben, sondern ich möchte es entsättigen. Das mache ich mit einer Anpassungsebene. HSL, nehme alle Farben, wähle alle Farben an und entsättige die. Gucken wir jetzt an, wann mir der Entsättigungsgrad gefällt. Und da gehe ich mal ruhig hier bis auf minus 70%. Also dass es noch so ein Rest Farbe drin hat. Aber was mir ganz gut gefallen hat eigentlich, war diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Art Geländer, diese Schutzschienen, wo dann die Boote praktisch durchfahren, damit sie nicht gegen irgendwelche Brückenpfeiler fahren, die waren so leicht rötlich. Das möchte ich eigentlich erhalten und sogar ein bisschen verstärken. Also wähle ich Rot an und ziehe das Rot mal hoch. Also mal gucken, wir achten mal hier drauf. Im Rest des Bildes dürfte sich das jetzt eigentlich nicht so sehr auswirken. Da gehe ich jetzt mal bis auf plus 40%. Also gucken wir mal, was wir hier jetzt erreicht haben. Ja. Dann fange ich jetzt mal mit dem ersten Instrument an, den Kontrast zu verstärken. Jetzt will ich einen Live-Filter nehmen, Klarheit. Also gehe ich auf diese Ausgangsebene und nehme den Live-Filter Klarheit. Und guck mir jetzt mal an, wie hoch ich rangehen kann. Also ich würde jetzt da mal bis zu diesem Wert hier etwa gehen. Auch hier ein Vorher-Nachher. Ich glaube, es wird insbesondere dann sichtbar, wenn man hier reinzoomt, was es macht mit den Strukturen. Das gefällt mir sehr gut, das möchte ich so haben. Aber ich möchte tatsächlich mehr Kontrast noch haben. Deswegen nehme ich jetzt eine Ebene Helligkeit und Kontrast, die ich oben drauf setze. Lass jetzt mal die Helligkeit außen vor und gucken wir mal nur den Kontrast an. Ja, und jetzt bekommt es so einen völlig anderen Look. Also normalerweise wäre dieser Kontrast jetzt zu heftig, aber in der Fine Art Fotografie ist das eben erlaubt. Und auch hier ein Vorher-Nachher. So, grundsätzlich, das Bild ist scharf. Jetzt ranzoomen, das Bild ist scharf, aber ich möchte diese ganze Kontrastgeschichte und die Schärfe noch weiter vorantreiben. Also auch das ist ein typisches Stilmittel bei Fine Art, dass man so extreme Kontraste hat und eine extreme Schärfe. Wichtig ist aber, dass man, wenn man jetzt schärft, dafür sorgt, dass es hier keine Säume und Kanten gibt, so Halos. Und da eine Neuerung jetzt in Affinity Photo. Also jeder Schärfefilter bringt eigentlich mit sich, dass man dann so eine Halos bekommt. Und hier habe ich jetzt gefunden, gibt es einen neuen Filter. Bisher war ja unscharf maskieren oder der Hochpassfilter, den ich auch oft benutze. Eben habe ich schon die Klarheit benutzt. Neu ist die Multibandschärfung. Und da finde ich ja genial, dass der erstens recht subtil ist, dass der gut zu kontrollieren ist und dass sich hier gar keine Halos bilden. Also ich ziehe jetzt mal
einfach den Radius hoch und man sieht, wie es schärfer wird. Also ich hoffe, ihr könnt es zu Hause in der Komprimierung von YouTube sehen. Ich drehe es mal voll auf, damit man vielleicht was sieht. Wenn man jetzt voll aufdreht, dann sieht man es. Und dass hier im Prinzip so gut wie gar keine, also im Vergleich zu den anderen Filtern, Halos entstehen. Also 2 Pixel ist eigentlich gar nicht so hoch der Wert, aber bei diesem Filter ist es eben das Maximum und ich gehe tatsächlich auch runter. Also so doll brauche ich den nicht. Gehe hier mal auf 1 Pixel und zeige hier auch mal vorher und nachher. Jetzt möchte ich die ziehenden Wolken im Himmel noch ein bisschen herausarbeiten und der Himmel soll insgesamt dunkler sein. Also im Prinzip unrealistisch dunkel. Da es so ein bisschen fast schon so ziehende Schleierwolken sind, hat man jetzt hier gar nicht so die Kontraste. Also mache ich hier in dem Fall, dass ich mit Helligkeit und Kontrast rangehe. Ich ziehe mal erstmal alles dunkler. Ich achte, wie gesagt, jetzt gerade nur auf den Himmel. Ziehe mal alles dunkler und gleichzeitig ziehe ich aber den Kontrast hoch. Und da sieht man jetzt schon den Effekt. Jetzt kommt auch gleichzeitig ein bisschen Sättigung wieder rein, aber dieses dunkle Blau gefällt mir dann eben auch. So gefällt es mir ganz gut, allerdings nicht auf den Rest. Ich möchte es ja nur auf den Himmel haben. Also lege ich jetzt hier eine Maske an und da kommt die nächste Neuerung. Und zwar das Verlaufswerkzeug heißt jetzt Füllung. Klicke ich mal an und dann öffnet sich wie früher auch, nur etwas anders gestaltet, ein Kontextmenü. Als Typ möchte ich jetzt linear haben und dann kann ich wie früher auch mit diesem Verlauf hier reinziehen. Also dieser Endpunkt ist jetzt leider nur auf mittleres Grau. Also ziehe ich den jetzt, dass der schwarz ist, damit der Rest nicht effektiert wird und setze mir den jetzt so an die Position, wie ich es haben möchte. Sagen wir mal so. Und wenn ich das so sehe, kann das ruhig noch ein bisschen dunkler. Etwa so. Also das sind die Veränderungen jetzt mit dem Himmel. Gefällt mir schon ganz gut. Oben recht dunkel, unten recht dunkel. Allerdings dieser Bereich, der ist mir jetzt zu dunkel im Verhältnis zu der doch hellen Mauer. Also möchte ich diesen Bereich jetzt aufhellen. Das mache ich jetzt mit einer Anpassungsebene Belichtung. Gucken wir mal die Mitte an. So, und da passiert jetzt was ich sehe. Und zwar, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich also die Belichtung anhebe, geht hier die Struktur raus. Da brennt es dann praktisch aus. Zum einen und zum anderen diese Reflexion im Wasser. Die werden dann jetzt auch ausbrennen. Insofern werde ich da gleich ein bisschen gegensteuern. Aber ansonsten gefällt mir hier jetzt erstmal diese Helligkeit so schon mal besser. Was mache ich also? Ich lege wieder eine Maske drauf. Das mache ich wieder mit dem neuen Füllwerkzeug. Diesmal nehme ich eine Ellipse. Aber jetzt den gleichen Effekt wie eben, dass das hier nur ein mittleres Grau ist. Das soll schwarz sein. Und jetzt kann ich diesen Endpunkt ziehen mit der Kontrolltaste und ziehe mir den jetzt auf die Stelle, wie ich es haben will. So, ist schon mal ein Vorher-Nachher. Gefällt mir grundsätzlich nicht schlecht, aber was ich eben schon gesagt habe, diese Reflexion in der Mitte, die brennt jetzt aus. Also das ist jetzt tatsächlich ein Problem, was sich aber auch lösen lässt, und zwar mit der Helligkeitsbereichsmaske. Also bei Photoshop heißt die Luminanzmaske. Dann gehen wir auf dieses Maskensymbol, klicken es an, zusammen mit der gehaltenen Optionstaste, und dann sehen wir hier die Helligkeitsbereichsmaske. Und jetzt muss ich nichts anderes tun, als von dieser Anpassungsebene, wo ich eben die Helligkeit erhöht habe, die wurde aber gleichmäßig erhöht mit dem Verlauf, dass ich da allerdings die hellen Töne von ausnehme. Und dazu sage ich, die hellen Töne bitte nicht effektieren. So müssen wir einfach mal gucken, wie es dann aussieht. Ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Ich zeige mal nur die Wirkung der Maske und wunderbar, wir haben diese ausgebrannten Stellen gerettet. Und was hat es insgesamt gebracht, in der Mitte heller zu machen? Für mich hat es dadurch gewonnen. Gleichzeitig möchte ich aber diesen Bereich hier noch dunkler machen, nämlich nochmal eine Anpassungsebene Belichtung. Nehme also einen Wert, der recht dunkel ist, und nehme wieder das Füllwerkzeug, nehme wieder linear und ziehe mir das hier rauf. Also erstmal muss ich das wieder schwarz machen und ziehe mir jetzt den Verlauf so rein, dass es mir gefällt. Das wäre in etwa so der Fall. Das war ein Überblick über das neue Affinity, ehemals Affinity Photo. Es wird weitere Tutorials von mir geben, wo ich wieder auf kleine Änderungen eingehe. Ich hoffe, euch hat diese Fine Art Variante gefallen. Ihr könnt gerne was in den Kommentaren schreiben. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.